Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema heute ist eines, über das in Deutschland erstaunlich wenig offen gesprochen wird, obwohl es jeden betrifft. Geld. Finanzielle Bildung. Wie funktioniert Geld? Wie legt man es klug an? Und warum wissen so viele Menschen so wenig darüber? In Deutschland ist Geld ein Tabuthema. Man spricht nicht über Gehalt, nicht über Schulden, nicht über Ersparnisse. Das hat Konsequenzen, denn wer nicht über Geld spricht, lernt auch nicht, klug damit umzugehen. Heute ändern wir das. Wir sprechen offen und auf C1-Niveau über finanzielle Grundkonzepte und lernen 20 wichtige Vokabeln rund um Finanzen, Wirtschaft und Geldanlage auf Deutsch. Los geht's! Thomas, fangen wir mit einer ernüchternden Tatsache an. Deutschland ist in Sachen finanzielle Bildung im internationalen Vergleich erschreckend schlecht aufgestellt. Das stimmt leider. Die OECD hat Deutschland im Global Financial Literacy Survey auf einem der hinteren Plätze eingestuft. Nur etwa ein Drittel der Deutschen gilt als finanziell gebildet. Das heißt, sie verstehen grundlegende Konzepte wie Zinsen, Inflation und Risikostreuung. Dabei hat das direkte Konsequenzen für das Leben der Menschen. Wer nicht versteht, wie Zinsen funktionieren, gerät leichter in die Schuldenfalle. Wer nicht investiert, verliert durch Inflation real an Kaufkraft. Wer keine Altersvorsorge plant, arbeitet bis ins hohe Alter. Und die Schere zwischen denjenigen, die ihr Geld arbeiten lassen, und denjenigen, die nur sparen, wird größer. Das Sparbuch mit 0,01% Zinsen verliert real an Wert, wenn die Inflation bei 2 bis 3% liegt. Das ist das berühmte Konzept der realen versus nominalen Rendite. Nominal hast du mehr Geld auf dem Konto. Real, also nach Abzug der Inflation, hast du weniger Kaufkraft. Das Geld wird weniger wert, während es auf dem Konto liegt. Warum ist das in Deutschland so ein Tabuthema? In anderen Ländern, besonders in den USA oder Skandinavien, wird über Geld viel offener gesprochen. Kinder lernen früh, was Aktien sind, wie Zinsen wirken, was eine Hypothek ist. In Deutschland gibt es dafür historische und kulturelle Erklärungen. Die Hyperinflation von 1923, die Währungsreform 1948, Geld war in Deutschland historisch instabil. Das hat eine tiefe Skepsis gegenüber Finanzanlagen geprägt. Das Sparbuch gilt als sicher, Aktien als Spekulation. Obwohl langfristig das Gegenteil gilt. Der MSCI World Index, der die größten Unternehmen der Welt abbildet, hat historisch eine durchschnittliche Rendite von etwa 7 bis 8% pro Jahr erzielt. Über 30 Jahre wird daraus durch den Zinseszinseffekt ein Vielfaches des eingesetzten Kapitals. Der Zinseszins, Albert Einstein soll ihn als das 8. Weltwunder bezeichnet haben. Man bekommt Zinsen auf Zinsen. Mit der Zeit wächst das Kapital exponentiell. Lass uns die wichtigsten Konzepte durchgehen, die jeder verstehen sollte. Erstens, der Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Robert Kiyosaki hat das in Rich Dad Poor Dad einfach erklärt. Ein Vermögenswert bringt Geld in deine Tasche. Eine Verbindlichkeit nimmt Geld aus deiner Tasche. Ein Haus, das du vermietest, Vermögenswert. Ein Auto auf Kredit, Verbindlichkeit. Zweitens, Diversifikation, also Risikostreuung. Nicht alles auf eine Karte setzen. Wer sein gesamtes Erspartes in eine einzige Aktie oder ein einziges Unternehmen investiert, trägt ein enormes Risiko. Wer in viele verschiedene Anlagen investiert, streut das Risiko. Drittens, Liquidität. Wie schnell kann man eine Anlage in Bargeld umwandeln? Aktien sind hochliquide, man kann sie sofort verkaufen. Eine Immobilie ist illiquide, ein Verkauf dauert Monate. Viertens, der Unterschied zwischen Brutto und Netto. In Deutschland kann die Differenz erheblich sein. Wer 60.000 Euro brutto verdient, hat netto nach Steuern und Sozialabgaben etwa 36.000 Euro, eine Differenz von 40%. Und fünftens, Inflation. Die schleichende Entwertung des Geldes.
Wenn die Inflation bei 2% liegt, verliert ein Euro in 10 Jahren etwa 18% seiner Kaufkraft. Wer sein Geld nicht zumindest inflationsbereinigt anlegt, verliert real an Vermögen. Wie sieht finanzielle Gesundheit im praktischen Alltag aus? Der erste Grundsatz: Gib weniger aus, als du verdienst. Das klingt banal, aber die meisten Deutschen haben keine 3 Netto-Monatsgehälter als Rücklage. Dabei empfehlen Finanzexperten mindestens 3 bis 6 Monatsgehälter als Notfallreserve. Der zweite Grundsatz: Pay yourself first. Bevor man Rechnungen zahlt, Miete überweist und Ausgaben tätigt, spart man zuerst, auch wenn es nur 10% des Einkommens sind. Das Geld, das man nicht sieht, fehlt einem nicht. Der dritte Grundsatz: Verstehe deine Ausgaben. Nicht als Strafe oder Kontrolle, sondern als Bewusstsein. Viele Menschen wissen nicht genau, wohin ihr Geld jeden Monat fließt. Ein einfaches Budget macht Muster sichtbar. Und der vierte Grundsatz: Investiere langfristig und regelmäßig. ETFs, Exchange Traded Funds, sind für die meisten Menschen die einfachste und günstigste Art, am Kapitalmarkt teilzunehmen. Monatlich einen festen Betrag in einen breit gestreuten ETF einzahlen. Das nennt sich Cost Averaging. Beim Cost Averaging kauft man in guten Monaten weniger Anteile, weil sie teurer sind, und in schlechten Monaten mehr. Über die Zeit mittelt sich der Einkaufspreis. Man muss den richtigen Zeitpunkt nicht vorhersagen. Das ist der entscheidende Punkt. Zeit im Markt schlägt das Timing des Marktes. Wer 30 Jahre lang monatlich 200 Euro in einen ETF investiert, hat am Ende bei durchschnittlich 7% Rendite über 240.000 Euro aus 72.000 Euro Einzahlung. Ausdruck 1. Die finanzielle Bildung. Bedeutung: das Wissen und Verständnis von Finanzkonzepten, das zur klugen Geldverwaltung befähigt. Beispiel 1. Finanzielle Bildung ist in Deutschland im Schulsystem kaum verankert. Beispiel 2. Wer über finanzielle Bildung verfügt, trifft fundiertere Entscheidungen über Sparen und Investieren. Ausdruck 2. Die Inflation. Bedeutung: der anhaltende Anstieg des Preisniveaus, der die Kaufkraft des Geldes verringert. Beispiel 1. Eine Inflationsrate von 2% bedeutet, dass Geld auf dem Konto real an Wert verliert. Beispiel 2. Inflation ist der stille Feind des Sparers. Sie entwertet Bargeld und niedrig verzinste Anlagen. Ausdruck 3. Der Zinseszins. Bedeutung: der Effekt, bei dem Zinsen auf bereits erzielte Zinsen berechnet werden. Wachstum auf Wachstum. Beispiel 1. Der Zinseszinseffekt lässt Kapital über lange Zeiträume exponentiell wachsen. Beispiel 2. Wer früh mit dem Investieren beginnt, profitiert am stärksten vom Zinseszins. Ausdruck 4. Die Rendite. Bedeutung: der Gewinn oder Ertrag einer Investition, ausgedrückt als Prozentsatz des eingesetzten Kapitals. Beispiel 1. Der MSCI World Index erzielte historisch eine durchschnittliche Rendite von 7%. Beispiel 2. Eine hohe Rendite geht oft mit einem höheren Risiko einher. Das ist kein Zufall. Ausdruck 5. Die Diversifikation. Bedeutung: die Streuung von Investitionen auf verschiedene Anlageklassen zur Risikoreduzierung. Beispiel 1. Diversifikation ist das wichtigste Prinzip der Geldanlage. Nie alles auf eine Karte setzen. Beispiel 2. Ein global diversifizierter ETF investiert automatisch in tausende Unternehmen weltweit. Ausdruck 6. Die Liquidität. Bedeutung: die Fähigkeit, eine Anlage schnell und ohne großen Wertverlust in Bargeld umzuwandeln. Beispiel 1. Aktien sind liquide. Man kann sie jederzeit verkaufen. Immobilien sind illiquide. Beispiel 2. Eine ausreichende Liquiditätsreserve schützt vor finanziellen Engpässen in Notfällen. Ausdruck 7. Das Eigenkapital. Bedeutung: der Anteil des Vermögens, der nach Abzug aller Schulden und Verbindlichkeiten übrig bleibt. Beispiel 1.
Beim Hauskauf empfehlen Experten mindestens 20% Eigenkapital einzubringen. Beispiel 2. Je höher das Eigenkapital, desto geringer das finanzielle Risiko bei Investitionen. Ausdruck 8. Die Verbindlichkeit. Bedeutung: eine finanzielle Verpflichtung oder Schuld, die zurückgezahlt werden muss. Beispiel 1. Ein Konsumkredit für ein Auto ist eine typische Verbindlichkeit im Privathaushalt. Beispiel 2. Verbindlichkeiten nehmen Geld aus der Tasche. Vermögenswerte bringen Geld rein. Ausdruck 9. Der Vermögenswert. Bedeutung: ein Besitz oder eine Investition, die Einkommen generiert oder im Wert steigt. Beispiel 1. Eine vermietete Immobilie ist ein Vermögenswert. Sie bringt monatliche Einnahmen. Beispiel 2. Der Aufbau von Vermögenswerten ist das Fundament langfristiger finanzieller Unabhängigkeit. Ausdruck 10. Die Altersvorsorge. Bedeutung: finanzielle Maßnahmen, die getroffen werden, um im Alter ein ausreichendes Einkommen zu sichern. Beispiel 1. Die gesetzliche Rente allein reicht für die meisten Menschen nicht zur Altersvorsorge aus. Beispiel 2. Wer früh mit der privaten Altersvorsorge beginnt, braucht monatlich weniger zurückzulegen. Ausdruck 11. Das Bruttogehalt. Bedeutung: das Gehalt vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Beispiel 1. Ein Bruttogehalt von 60.000 Euro entspricht in Deutschland netto etwa 36.000 Euro. Beispiel 2. Der Unterschied zwischen Brutto und Netto überrascht viele Berufseinsteiger. Ausdruck 12. Das Nettogehalt. Bedeutung: das Gehalt nach Abzug aller Steuern und Sozialabgaben. Der tatsächlich ausgezahlte Betrag. Beispiel 1. Das Nettogehalt ist der Betrag, der tatsächlich auf dem Konto landet. Beispiel 2. Viele Menschen planen ihr Budget nach dem Bruttogehalt. Das führt zu Fehlkalkulationen. Ausdruck 13. Die Kapitalanlage. Bedeutung: die gezielte Investition von Geld mit dem Ziel, Rendite zu erzielen oder Vermögen aufzubauen. Beispiel 1. ETFs gelten als eine der einfachsten und günstigsten Formen der Kapitalanlage für Privatpersonen. Beispiel 2. Eine gute Kapitalanlage berücksichtigt immer Rendite, Risiko und Liquidität gleichzeitig. Ausdruck 14. Die Kaufkraft. Bedeutung: der reale Wert des Geldes, wie viel man mit einer bestimmten Geldmenge kaufen kann. Beispiel 1. Inflation vermindert die Kaufkraft. Mit demselben Geld kann man weniger kaufen als früher. Beispiel 2. Geld auf dem Sparbuch erhält seinen Nominalwert, verliert aber an Kaufkraft. Ausdruck 15. Der ETF. Bedeutung: Exchange Traded Fund, ein Indexfonds, der einen Marktindex abbildet und börslich gehandelt wird. Beispiel 1. Ein ETF auf den MSCI World investiert breit gestreut in über 1500 Unternehmen weltweit. Beispiel 2. ETFs sind kostengünstig, transparent und für Privatanleger leicht zugänglich. Ausdruck 16. Das Haushaltsbudget. Bedeutung: eine Übersicht über alle Einnahmen und Ausgaben eines Haushalts in einem bestimmten Zeitraum. Beispiel 1. Ein klares Haushaltsbudget ist die Grundlage jeder soliden persönlichen Finanzplanung. Beispiel 2. Wer sein Haushaltsbudget kennt, erkennt Sparpotenziale und vermeidet unbewusste Ausgaben. Ausdruck 17. Die Rücklage. Bedeutung: Geld, das bewusst für zukünftige Ausgaben oder Notfälle zurückgelegt und nicht ausgegeben wird. Beispiel 1. Finanzexperten empfehlen eine Rücklage von 3 bis 6 Nettomonatsgehältern. Beispiel 2. Ohne Rücklage kann eine unerwartete Autoreparatur oder ein Jobverlust zur Krise werden. Ausdruck 18. Der Kredit. Bedeutung: ein geliehener Geldbetrag, der mit Zinsen an den Kreditgeber zurückgezahlt werden muss. Beispiel 1. Ein Konsumkredit für einen Urlaub ist teuer. Kreditzinsen können die Reise erheblich verteuern. Beispiel 2. Kredite sind nicht per se schlecht. Entscheidend ist, wofür man sie nutzt.
Ausdruck 19. Die Sparquote. Bedeutung: der Anteil des Einkommens, der gespart und nicht für Konsum ausgegeben wird. Beispiel 1. Die deutsche Sparquote ist im internationalen Vergleich hoch, aber oft falsch angelegt. Beispiel 2. Eine hohe Sparquote allein bringt wenig, wenn das Ersparte nur auf dem Sparbuch liegt. Ausdruck 20. Die finanzielle Unabhängigkeit. Bedeutung: ein Zustand, in dem man nicht mehr auf Erwerbsarbeit angewiesen ist, weil Kapital ausreichend Einkommen generiert. Beispiel 1. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet nicht zwangsläufig Reichtum, sondern genug passives Einkommen. Beispiel 2. Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit beginnt mit kleinen, konsequenten Schritten. Im zweiten Teil schauen wir uns das deutsche Rentensystem, häufige Geldfehler, das Thema Schulden und praktische erste Schritte an. Das deutsche Rentensystem basiert auf 3 Säulen: der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen Altersvorsorge und der privaten Vorsorge. Das Problem: die erste Säule allein reicht für die meisten nicht. Das Rentenniveau, also das Verhältnis der Rente zum letzten Gehalt, sinkt in Deutschland kontinuierlich. Wer heute 30 Jahre alt ist, wird im Alter eine erhebliche Rentenlücke haben. Wer das ignoriert, arbeitet entweder bis ins hohe Alter oder lebt im Alter mit weniger Geld. Die Lösung: frühzeitig privat vorsorgen. Die Riester-Rente, die Rürup-Rente, ETF-Sparpläne. Es gibt verschiedene Wege. Welcher der beste ist, hängt von der individuellen Situation ab. Aber irgendeinen Weg einzuschlagen ist besser als keinen. Was sind die häufigsten Geldfehler, die du beobachtest? Erstens: zu spät anfangen. Wer mit 25 statt mit 35 anfängt zu investieren, hat am Ende trotz gleicher monatlicher Einzahlung fast doppelt so viel Kapital, dank Zinseszins. Zweitens, Geld auf dem Girokonto oder Sparbuch lassen. In Zeiten von Inflation ist das realer Kapitalverlust. Selbst eine einfache Tagesgeldkonto bietet heute mehr als 0%. Drittens: Konsum auf Kredit finanzieren. Ein Urlaub, ein Smartphone, ein neues Sofa. Wenn man dafür Kredite aufnimmt, zahlt man am Ende erheblich mehr. Die Zinsen machen es teuer. Und viertens, fehlende Transparenz über die eigenen Finanzen. Wer nicht weiß, was er verdient, ausgibt, spart und anlegt, kann nicht klug entscheiden. Das Budget ist das wichtigste Werkzeug der persönlichen Finanzplanung. Was sind die ersten Schritte, die jeder sofort tun kann? Petra. Schritt 1. Einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben verschaffen. 3 Monate lang alle Ausgaben notieren. Dann sieht man, wohin das Geld fließt. Schritt 2. Einen Notfallfonds aufbauen. Mindestens ein Netto-Monatsgehalt auf einem Tagesgeldkonto, bevor man irgendetwas anderes tut. Schritt 3. Schulden mit hohen Zinsen tilgen. Dispo-Kredite und Konsumkredite kosten oft 10 bis 14% Zinsen. Die Tilgung dieser Schulden ist die sicherste Anlage mit der höchsten Rendite. Schritt 4. Einen ETF-Sparplan einrichten. Monatlich, auch wenn es nur 50 € sind, in einen breit gestreuten ETF einzahlen. Automatisiert, ohne darüber nachdenken zu müssen. Und Schritt 5. Weiterbilden. Bücher wie Souverän investieren von Gerd Kommer oder Der reichste Mann von Babylon bieten solides Finanzwissen. Podcasts, YouTube-Kanäle, es gibt heute keine Ausrede mehr, finanziell ungebildet zu bleiben. Finanzielle Bildung ist Selbstfürsorge. Sie schützt dich vor Ausbeutung, gibt dir Kontrolle über dein Leben und eröffnet Freiheit. Jede Stunde, die man darin investiert, zahlt sich aus. Das war unsere Folge über finanzielle Bildung. Geld verstehen und klug damit umgehen. Wir haben 20 wichtige Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt, von Inflation und Zinseszins über Diversifikation und ETF bis hin zu Sparquote und finanzielle Unabhängigkeit. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Was ist euer größter Geldfehler oder eure klügste Finanzentscheidung? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden 2. Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und investiert klug. Tschüss!